Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Ich dachte, ich filme jetzt noch mal ein bisschen, weil wir in den letzten Tagen gar nicht so viel gefilmt haben. Wir sind jetzt so, glaube ich, eine Woche bei Mae und Alex und ich zeige euch jetzt mal den Platz, wo ich am liebsten sitze. Und ich dachte, ich ziehe noch mal so ein kleines Fazit. Also wir genießen das hier echt. Ich glaube, jetzt ist auch langsam die Zeit, wo wir mal wieder ein bisschen in die Gänge kommen müssen, weil wir gemerkt haben nach der Woche, wir haben zwar auch viel erlebt mit den beiden, auch nicht so viel gefilmt, weil wir das einfach auch für uns genießen wollten. Und wir kommen hier richtig schön zur Ruhe. Ich denke mal, dass wir jetzt die kommende Woche, in der wir jetzt noch hier bleiben, mal ein bisschen was arbeiten. Also ich werde ein bisschen was schreiben und Tobi wird sicherlich auch mal anfangen, die Videos zu schneiden, dass ihr auch was davon habt, damit ihr auch mal die Distanz seht, wann wir angefangen haben, die Videos zu schneiden und wann ihr die vielleicht auch guckt. Und nächste Woche wird es dann, denke ich mal, wieder losgehen. Das kann ich mir jetzt noch gar nicht so vorstellen, weil man sich so schnell wieder dran gewöhnt. Und wir die beiden einfach unglaublich gern haben. Die sind einfach so lustig und liebevoll. Und wir haben auch nicht das Gefühl, dass wir denen irgendwie auf die Nerven gehen, sondern die scheinen das wirklich zu mögen, dass wir hier sind. Und die scheinen uns auch wirklich zu mögen. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und das möchte ich mir gerne so behalten. Ich denke mal auch wir beide. Mein neues Lieblingsgetränk. Wir trinken hier gar nicht so viel Kaffee, sondern eher Chai-Tee, seit wir Rojuta und Ginish begegnet sind. Mit Haselnussmilch. So, hello aus St. Jean-sur-Richelieu. Heute sind wir mal auf dem, was ist denn das? So ein kleiner Markt, der ist ja immer am Samstag, das ist ganz niedlich, wie so ein Markttag eben. So nehmen wir unseren Ton auf. Eins, zwei, drei. Hey! Okay, nochmal. 1, 2, 3. Also haben wir in 2 Jahren so viel Geld angespart, wie wir konnten, haben Job und Wohnung. Okay. Versuchen wir per Anhalter einmal quer durch Kanada und danach durch Südamerika zu reisen. Ich will das für die Nachwelt festhalten. Ja, das ist echt sehr lustig. Wir sind Tobi und Stefanie. 2 Backpacker aus Deutschland, die dringend eine Veränderung im Leben brauchten.
Deswegen sitzen wir jetzt unter diesem Inlet und nehmen unseren Ton auf. Am nächsten Tag geht's in die Innenstadt von Halifax, wo ich mir die Arschgalerie. In Halifax habe ich mir den Long Lake Wilderness Trail ausgesucht. Die haben den gleichnamigen... Hast du jetzt gefurzt? Alles, was wir besitzen, schleppen wir jetzt in 2 großen Rucksäcken herum. Die jeden Tag... Zu der Zeit sind nur wenige Menschen am Hafen unterwegs und ich kann den Ausblick aufs Meer beinahe ganz allein genießen. Sorry. Angeln, gehen spazieren oder entspannen auf der Wiese, den Blick auf das Meer gerichtet. Fuck, ich hab das vertauscht. Der ist ganz begeistert, als wir von unseren großen Plänen erzählen. Nachdem er uns abgesetzt hat, zückt er plötzlich seinen Goldbeutel. Wo Goldbeutel? Nachdem er uns abgesetzt hat, zückt er plötzlich seinen Geldbeutel. Ey, was ist denn los? Und auch wenn wir vor lauter Aufregung nicht nach seinem Namen gefragt haben, während wir diesen freundlichen Geste... Ach Mann. Tja, das ist jetzt unser Leben. Und ich kann nur so viel verraten. Es wird oft anstrengend, aber wir finden es ziemlich geil. Guten Morgen, heute aus einem Six Flags Freizeitpark, und zwar den La Ronde. Das ist der zweitgrößte Freizeitpark in Kanada. Den haben wir irgendwie gestern entdeckt. Ich bin heute mal alleine unterwegs, weil die Steffi hat es ja leider mit ihrem Rücken, und wenn sie so gut wie nichts fahren kann, macht das natürlich keinen Sinn. Ist natürlich ein bisschen schade und traurig. Genau, es war schon eine kleine Odyssee herzukommen. Ich glaube, ich war noch nie so spät in einem Freizeitpark, und ich habe noch nie eine Stunde an der Kasse angestanden. Das ist echt Wahnsinn. Ich war kurz davor, nach Hause zu fahren, weil einfach so viele Leute davor standen. Das ist abartig. Okay, das ist der erste Park, in dem das so, also in dem ich bin, der das so praktiziert, dass man kein Essen und kein Trinken mit reinnehmen darf. Finde ich ein bisschen scheiße. Deswegen werde ich mir ja auch nichts kaufen, schon aus Prinzip, weil mich sowas ankotzt. Mich haben sie witzigerweise nicht kontrolliert, warum auch immer. Ich hatte extra nichts groß mitgenommen und habe vorher alles aufgegessen, aber hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich was in meinen Rucksack gepackt, aber so, genau. Meine Grabesquellen sagen mir, mach weiter. So, mittlerweile bin ich jetzt nicht alles gefahren, denn dafür war einfach nicht die Zeit. Das ist Wahnsinn. Bin mir, glaube ich, um 4 angekommen und habe erstmal in einer alten Holzachterbahn über eine Stunde gestanden, also 1,5 Stunden. Habe, glaube ich, 5 Attraktionen geschafft oder 6. Genau. Und jetzt gibt es noch schönes Feuerwerk, das wird ganz gemütlich, da kann ich mich endlich mal hinsetzen und Pause machen. Denn das habe ich bis jetzt noch gar nicht.
Das war mal ein krasses Feuerwerk. Habe ich gar nicht so erwartet. Ziemlich cool. Jetzt geht's nach Hause. Es wird wahrscheinlich heute ziemlich spät werden. Aber das war jetzt echt nochmal richtig geil. Ich glaube, man versteht mich überhaupt nicht. Es ist einfach tierisch laut hier. Aber das war richtig cool jetzt. Es hat sich wirklich gelohnt, nochmal zu warten. Die Stunde. Ja, das können sie gut.